Coco-san! Es war einmal ein kleines Mädchen namens Dorothy. Sie lebte mit ihrem Onkel Henry und mit ihrer Tante Em in Kansas. Gemeinsam wohnten sie in einem kleinen Haus auf dem Land. Dorothy liebte es, mit ihrem Hund Coco auf den Feldern zu spielen. Eines Tages, als sie draußen spielten, verdunkelte sich plötzlich der Himmel und ein Sturm zog auf. Panisch begannen ihre Tante und ihr Onkel, die Fenster zu schließen, während sie zu Dorothy riefen. Dorothy, schnell, zum Stall! Beeil dich, ein Tornado naht! Dorothy und Coco liefen nach Hause, aber kurz bevor sie den Stall erreichten, begann der Tornado das Häuschen anzuheben, zu drehen und es aus seinen Fundamenten herauszureißen. Coco und Dorothy wirbelten samt dem Haus herum. Dorothy hielt ihren kleinen Hund fest und wartete auf das Ende des Tornados. Keine Angst, Coco, es ist bald vorbei. Schließlich landete das Haus irgendwo mit einem dumpfen Aufprall. Nach dem Sturm, als sich alles beruhigt hatte, stiegen Dorothy und Coco aus dem Haus. Sie konnten ihren Augen nicht trauen. Sie waren an einem ganz anderen Ort. Überall waren funkelnde und bunte Blumen. Plötzlich flogen mehrere winzige Feen aus den Blumen heraus und begrüßten sie. Allen voraus flog die Feenkönigin. Herzlich willkommen, Dorothy. Ich bin die gute Fee des Nordens. Ich bin mit meinen Feen gekommen, um dir zu gratulieren. Hallo, Königin der Feen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Aber ich verstehe nicht, warum Sie mir gratulieren. Mit dem großen Tornado, der dein Haus und dich hierher gebracht hat, hast du die böse Hexe des Westens weit weggeblasen. Du hast das Land vor einer riesigen Gefahr gerettet. Oh, wirklich? Vielen Dank, Eure Hoheit. Dann gab es ja einen guten Grund, dass mein Haus weggeflogen ist. Schau hier, Dorothy. Das sind die Schuhe, die die böse Hexe des Westens schon immer besitzen wollte. Sie hatte sie gerade ergattert, aber sie muss sie fallen gelassen haben, als sie wegflog. Trage diese Schuhe von nun an. Du wirst sie in Zukunft brauchen. Dorothy verstand zwar nicht, warum, zog jedoch ihre Schuhe aus und das neue Paar sofort an. Meine liebe Fee, wie werde ich nach Hause zurückkommen? Können Sie mir bitte helfen? Es tut mir leid, aber nur der Zauberer von Oz kann dir helfen, Dorothy. Du musst in die Stadt gehen, in der er lebt. Dafür musst du den Weg folgen, den du dort siehst. Er führt direkt am Wald vorbei. Wenn du in die Stadt kommst, siehst du den Palast sofort. Auf Wiedersehen. Plötzlich leuchteten alle Feen hell auf und flogen weg. Dorothy und Coco machten sich auf den Weg, den die Feen ihnen genannt hatten. Kurz darauf kamen sie an einem Feld an. Es war ein goldenes Weizenfeld. Plötzlich hörten sie ein Geräusch. Hey, schönes Mädchen, bitte hilf mir! Dorothy drehte sich herum und schaute hinter sich. Dort stand eine Vogelscheuche und wartete. Sie war an einen Posten gefesselt und versuchte, sich zu befreien. Als Dorothy die sprechende Vogelscheuche sah, ging sie überrascht zu ihm. Bitte binde mich von diesem Pfosten los. Ich möchte frei sein. Wenn ich doch nur ein Gehirn hätte, dann könnte ich vielleicht einen Weg finden, um zu entkommen. Wir sind auf dem Weg zum Zauberer von Oz. Wir möchten ihn bitten, uns zu helfen, nach Hause zu kommen. Wenn du mit uns gehst, kannst du ihn vielleicht um ein Gehirn bitten. Das ist eine wunderbare Idee. Das würde ich sehr gerne. Auf geht's. Binde mich los. Dann können wir uns auf den Weg machen. Dorothy befreite die Vogelscheuche sofort. Von nun an begaben sich die drei gemeinsam auf die Reise. Schließlich kamen sie am Wald an. An einen Baum am Straßenrand gelehnt, sahen sie einen Zinnmann. Er war damit beschäftigt, seine Schrauben zu ölen und pfiff ein Lied. Hallo, kleines Mädchen und ihre Freunde. Wohin gehst du? Dorothy erzählte ihm alles, was passiert war. Darf ich mitkommen? Vielleicht wird er mir ein Herz geben. Warum nicht? Natürlich kannst du mitkommen. Gemeinsam gingen sie weiter. Es wurde sehr dunkel. Es wurde pechschwarz.
Dorothee bemerkte ein paar glühende Augen hinter einem Baum. Hey, wer bist du? Komm raus! Sei vorsichtig, Dorothee, was machst du bloß? Was ist, wenn es ein Monster ist? Ist es nicht? Hab keine Angst. Hey du, ich hab gesagt, komm raus! Plötzlich kam ein Löwe langsam hinter dem Baum hervor. Er war sehr ängstlich und zitterte. Hallo? Bitte tu mir nicht weh. Ich bin ein sehr freundlicher Löwe und ich habe große Angst. Leider habe ich kein Selbstvertrauen. Dorothee war sehr traurig, den Löwen so zu sehen. Sie nahmen ihn mit, um den Zauberer von Oz zu sehen. Ich hoffe, dass auch du das findest, was du suchst, lieber Löwe. Ein paar Stunden später erreichten sie die Stadt und fragten nach dem Palast des Zauberers von Oz. Als sie an den Toren der Stadt vorbeikamen, erkannten sie, dass sie an einen unglaublich schönen Ort gekommen waren. Die Stadt war umgeben von hellen Lichtern und wunderschönen Blumen. Überall konnte man Vögel fröhlich zwitschern hören. Gemeinsam näherten sie sich den Palastwachen. Wir sind gekommen, um den Zauberer von Oz zu sehen. Können Sie ihn informieren, bitte? Plötzlich öffneten sich die Türen des Palastes. Gefolgt von den Wachen gingen sie zum Zauberer. Der Zauberer von Oz war ein liebenswerter alter Mann, der auf einem prächtigen Thron in einem sehr ausgefallenen Gewand saß. Warum wollt ihr mit mir sprechen? Dorothee erzählte ihm alles, was passiert war. Der alte Zauberer war ein gütiger Mann. Er war sehr traurig über die Geschichte des kleinen Mädchens. Eigentlich könnte ich euch alle eure Wünsche erfüllen. Nur die böse Hexe des Westens besitzt einen besonderen Zauberstab. Dieser Zauberstab bricht alle Zauber, die ich gewirkt habe. Zuerst müsst ihr diesen Zauberstab zurückholen. Du hättest deine Soldaten schicken sollen. Vielleicht hättest du ihn zurückbekommen. Sie kennt meine Soldaten zu gut. Wenn sie sich ihr nähern, schickt sie auf der Hälfte des Weges zurück. Da sie uns nicht kennt, sollten wir unser Glück versuchen und vielleicht haben wir Erfolg? Du bist sehr mutig, Dorothee. Ich kann nichts weiter tun, als dir viel Glück zu wünschen. Ich werde hier warten und auf gute Neuigkeiten hoffen. In dieser Nacht lud der Zauberer von Oz sie ein, als seine Gäste im Palast zu bleiben. Am nächsten Morgen machten sich die 4 Freunde auf den Weg. Als sie sich dem Schloss näherten, wunderte sich die böse Hexe des Westens über das, was sie sah. Wer ist das denn? Eine Vogelscheuche? Ein Zinnmann? Ein Löwe? Und ein hübsches Mädchen. Weil sie nicht wusste, wer sie waren und warum sie in ihr Schloss kamen, schickte sie 4 ihrer Hexensoldaten, um sie sofort zu fangen. Soldaten, verhaftet diejenigen, die sich nähern und sperrt sie sofort in den Kerker, dann werden wir sehen, warum sie mich besuchen. Die 4 Hexen flogen hinunter, nahmen die 4 Freunde gefangen und sperrten sie in den Kerker ein. Nein! Was werden sie nur mit uns machen? Sie werden uns foltern und auf jeden Fall fressen. Mamai! Warum haben sie uns hier eingesperrt? Verängstigt saßen sie beisammen, als die böse Hexe des Westens sich ihnen näherte. Bist du Dorothee? Du wirst mit mir in den Turm kommen. Dort wirst du mir erklären, was ihr hier wollt. Die Hexe hielt ihren Zauberstab fest in der Hand. Plötzlich bemerkte sie Dorothees Schuhe. Das waren die Schuhe, die sie schon immer wollte, aber versehentlich fallen gelassen hatte, während sie vom Tornado verdrängt wurde. Sie musste diese Schuhe von Dorothee bekommen, auf die eine oder andere Weise. Mit den Schuhen würde sie ihre magischen Kräfte stärken. Als sie die Spitze des Turms erreichten, begannen sie zu reden. Sag mir, Dorothee, das ist dein Name, oder? Warum bist du zu meinem Schloss gekommen? Ich möchte zurück in meine Heimat in Kansas. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Man sagte mir, dass nur Sie das erreichen könnten. Natürlich.
Aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir diese Schuhe geben. Nein, das kann ich nicht. Ich brauche sie. Auch wenn Dorothy nicht wusste, wofür genau die Schuhe gut waren, erinnerte sie sich an das, was die Fee ihr gesagt hatte. Die Antwort verärgerte die böse Hexe des Westens und sie erkannte, dass sie die Schuhe allein durch Reden nicht bekommen würde. Also du gibst sie mir nicht, oder? Ich weiß, wie man sie bekommt. Komm her! Sie liefen im Kreis im Turm herum. Die Hexe versuchte Dorothy zu fangen, doch da die Schuhe magisch waren, konnte die Hexe sie nicht einmal mit Magie fangen. Der bösen Hexe des Westens wurde durch das Laufen schwindelig. Plötzlich verlor sie das Gleichgewicht und fiel vom Turm herab. Als sie hinabfiel, verwandelte sie sich in einen riesigen schwarzen Felsen. Kurz bevor sie aufschlug, ließ sie ihren Zauberstab fallen. Dorothy hob den Zauberstab sofort auf und lief umgehend zu ihren Freunden, um sie zu befreien. Dorothy, du bist gekommen. Wir waren ganz krank vor Sorge. Wo ist die Hexe? Ja, wo ist die Hexe? Wird sie uns noch fressen? Vergesst die Hexe. Wir müssen den Zauberer von Oz sofort den Zauberstab bringen. So schnell sie konnten, flohen sie aus dem Schloss und liefen auf direktem Weg zum Palast des Zauberers von Oz. Als der Zauberer den magischen Zauberstab in der Hand hielt, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Endlich hat das Böse ein Ende gefunden. Das verdanken wir dir, Dorothy. Nun kommen wir zu euren Wünschen. Mit dem magischen Zauberstab gab der Zauberer dem Zinnmann ein Herz. Der Vogelscheuche ein Gehirn und dem Löwen Selbstvertrauen. Alle waren sehr glücklich und der Löwe brüllte vor Freude. Jetzt bist du an der Reihe, Dorothy. Komm her zu mir und hör mir gut zu. Wenn du mit den Schuhen, die du trägst, dreimal auf den Boden tippst, werden deine Wünsche in Erfüllung gehen. Du kannst nach Hause gehen und wieder mit deiner Familie vereint sein. Die Freunde realisierten, dass sie sich hier trennen würden und umarmten sich. Dorothy, durch dich habe ich jetzt ein Gehirn und kann denken. Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich noch immer an einem Pfahl auf dem Fest festgebunden sein. Ja, Dorothy. Und ich habe ein Herz. Ich liebe dich. Und durch dich bin ich nun ein mutiger Löwe. Jetzt werden andere vor mir Angst haben. Ich bin so glücklich, dass ich euch alle kennengelernt habe. Ihr wart großartige Reisebegleiter. Vielen Dank. Aber nun ist es Zeit zu gehen. Komm, Coco, bist du bereit, nach Hause zu gehen? Dorothy nahm Coco auf den Arm und tippte mit ihren Füßen dreimal. Sofort fand sie sich zu Hause wieder. Onkel Henry und Tante Em nahmen sie fest in den Arm. Sie erzählte ihnen alles, was geschehen war. Endlich war sie zu Hause. Jetzt konnte sie wieder auf den Feldern mit Coco spielen. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.